Zwei Geschichten, ein Mann. Für manche wurde Jesus gekreuzigt, starb am Kreuz und ist am dritten Tag auferstanden. Für andere wurde er weder getötet noch gekreuzigt, sondern an einen unerreichbaren Ort erhoben. Diese beiden Aussagen beziehen sich auf dasselbe Ereignis, doch sie interpretieren sehr unterschiedlich, was danach geschah. Wenn eine der Geschichten wahr ist, werden sich die Details irgendwann decken. In diesem Video vergleicht die KI die Evangelienberichte Zeile für Zeile, nicht um den Glauben zu hinterfragen, sondern um zu sehen, ob die Details tatsächlich bestätigen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Bevor wir irgendetwas prüfen, muss eines klargestellt werden. Diese Untersuchung beginnt mit den Dokumenten, nicht mit der Lehre. Die Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung stammt aus 4 offiziellen Berichten, die in der Bibel aufbewahrt werden. Sie sind bekannt als die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie erzählen von denselben letzten Tagen im Leben Jesu, aber nicht auf ganz dieselbe Weise. Diese 4 Texte bilden die einzige Grundlage für die christliche Behauptung, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Es gibt keine römischen Dokumente, die die Hinrichtung detailliert beschreiben. Es gibt auch keine erhaltenen jüdischen Gerichtsakten. Alles beginnt hier und muss hier überprüft werden. Zu Beginn des 1. Jahrhunderts stand Judäa unter der Herrschaft des Römischen Reiches. Die politische Macht lag bei Rom und die religiöse Macht bei den lokalen Führern. Und in dieser Welt tauchte ein jüdischer Lehrer aus einer kleinen Stadt namens Nazareth auf. Sein Name war Jesus. Laut den biblischen Berichten lehrte Jesus öffentlich, prangerte Heuchelei an und sammelte Anhänger um sich. Seine Botschaft stieß sowohl auf Interesse als auch auf Ablehnung. Die Spannungen stiegen und die Ablehnung verstärkte sich, als Jerusalem sich mit Pilgern für ein großes religiöses Fest füllte. Jesus wurde in der Nacht verhaftet, von den religiösen Autoritäten verhört und dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt. Die Anklagen betrafen nicht die Theologie. Rom verurteilte Menschen nicht wegen ihres Glaubens zum Tode. Sie richteten Menschen wegen Störung der öffentlichen Ordnung und politischer Bedrohung hin. Pilatus genehmigte die Kreuzigung, eine römische öffentliche Hinrichtung. Jesus wurde außerhalb der Stadt an einen Ort namens Golgatha gebracht und gekreuzigt. Eine Menschenmenge hatte sich versammelt. Römische Soldaten hielten Wache. Religiöse Führer beobachteten. Irgendwann an diesem Tag soll Jesus gestorben sein. Da das jüdische Gesetz vorschrieb, dass die Leichen vor Sonnenuntergang entfernt werden mussten, wurde sein Körper entfernt und in ein Felsengrab gelegt. Ein großer Stein wurde vor den Eingang gerollt. Hier enden die berichteten Ereignisse. Der Rest ist reine Interpretation. Laut denselben biblischen Berichten wurde das Grab am 3. Tag leer vorgefunden. Einige sagten, der Leichnam sei umgebettet worden. Andere behaupteten, er sei gestohlen worden. Doch die Jünger Jesu erzählten eine ganz andere Geschichte. Sie behaupteten, er sei auferstanden. Sie sagten, sie hätten ihn gesehen, mit ihm gesprochen und sogar mit ihm gegessen. Von diesem Moment an teilt sich die Geschichte in 2 Versionen. Eine Sichtweise besagt, dass dem Tod eine Auferstehung folgte. Die andere Sichtweise vertritt die Ansicht, dass es gar keinen Tod gab. Diese beiden Ansichten gehen auf dieselben Tage, dieselbe Stadt, dasselbe Grab zurück. Der einzige Unterschied liegt in den Schlussfolgerungen, die aus diesen Details gezogen werden. Genau hier kommt künstliche Intelligenz oder KI ins Spiel. Nicht um den Glauben zu bestimmen, sondern um diese Texte akribisch zu vergleichen, Zeile für Zeile. Wenn Historiker vergangene Ereignisse untersuchen, suchen sie nach Übereinstimmungen in Zeit, Abfolge und Schlüsselhandlungen. Kleinere Abweichungen sind normal, aber größere Diskrepanzen können nicht einfach ignoriert werden. Wenn wir die Berichte der 4 Evangelien vergleichen, wird eines klar: Sie stimmen in entscheidenden Punkten bezüglich der Kreuzigung nicht überein. Sie sind sich uneinig darüber, wann die Kreuzigung stattfand. In einem Evangelium wurde Jesus am Morgen gekreuzigt. In einem anderen stand er zur gleichen Zeit noch vor dem römischen Statthalter.
Eine Geschichte besagt, dass Jesus sein Kreuz selbst trug. Eine andere behauptet, dass ein Passant, Simon von Kyrene, gezwungen wurde, es zu tragen. Einige Geschichten besagen, dass Frauen von weitem zusahen, andere platzieren sie nah genug, um seine letzten Worte zu hören. Das sind nicht nur unterschiedliche Versionen der Geschichte, wissen Sie? Es geht um grundlegende Elemente wie Zeit, Personen und Abfolge, die wir zur Überprüfung historischer Ereignisse heranziehen. Wären dies 4 Zeugen vor Gericht, würden ihre Aussagen nicht sofort abgewiesen, aber sie würden aufgrund dieser Inkonsistenzen sicherlich sehr gründlich hinterfragt werden. Wenn wir uns nicht einmal darüber einig werden können, wann der Tod stattfand, wie sicher können wir dann sein, dass er überhaupt belegt ist? Die Kreuzigung Jesu endete nicht am Kreuz, sie endete mit der Entscheidung des römischen Statthalters. Sein Name war Pontius Pilatus. Pilatus war kein Anhänger Jesu, weder Theologie noch Prophezeiungen interessierten ihn. Seine Aufgabe war es, die Ordnung nach römischem Recht aufrechtzuerhalten. Die Kreuzigung war eine der effektivsten römischen Strafen. Sie war darauf ausgelegt, langsam zu sein. Das Opfer wurde hängen gelassen, bis seine Kräfte schwanden. Manchmal Stunden, manchmal Tage. Der Tod wurde erwartet, aber nicht schnell. Deshalb ist der nächste Moment wichtig. Als Josef von Arimathäa kam, um den Leichnam Jesu zu beanspruchen, reagierte Pontius Pilatus nicht sofort. Laut dem Markus-Evangelium zögerte er. Römische Statthalter zweifelten Todesmeldungen normalerweise nicht an. Sie taten es nur, wenn der Todeszeitpunkt merkwürdig erschien. Pilatus war überrascht. Er rief den für die Hinrichtung zuständigen Centurio und stellte ihm eine direkte, verfahrenstechnische Frage: War Jesus bereits tot? Diese Reaktion war weder emotional noch symbolisch. Sie war administrativ und prozedural. Nachdem der Centurio den Bericht bestätigt hatte, übergab Pilatus den Leichnam. Die Zeit drängte. Das jüdische Gesetz verlangte, dass die Leichen vor Sonnenuntergang entfernt wurden. Der Sabbat nahte und die Zeit lief davon. Gemäß der üblichen römischen Praxis gab es einen letzten Schritt, der zur Bestätigung des Todes diente. Die Beine der Gekreuzigten wurden gebrochen, damit der Körper sich nicht aufrichten konnte, um zu atmen. Nach diesem Schritt war ein Überleben unmöglich. Den Evangelienberichten zufolge geschah dies mit den beiden Männern, die neben Jesus gekreuzigt wurden. Mit Jesus geschah dies nicht. Stattdessen stieß einer der Soldaten ihm eine Lanze in die Seite. Dieses Detail erscheint nur in einem einzigen Evangelienbericht und wird beiläufig erwähnt. Kein anderes Evangelium bestätigt diese letzte Handlung unabhängig. Es heißt, dass Blut und Wasser herausflossen. Keine weitere Inspektion ist aufgezeichnet, keine längere Beobachtung, keine Verzögerung. Der Leichnam wurde entfernt. Josef von Arimathäa übernahm die Verantwortung. Gemeinsam wickelten sie den Körper ein und legten ihn in das nächstgelegene Steingrab. Ein Evangelienbericht fügt ein merkwürdiges Detail hinzu. Eine große Menge Myrrhe und Aloe, geschätzt auf über 30 Kilogramm, Substanzen, die nicht nur für die Bestattung, sondern auch für medizinische Zwecke, einschließlich Heilung und Konservierung bekannt sind, wurde zum Grab gebracht. Ein großer Stein wurde vor den Eingang gerollt. Von außen schien die Abfolge der Ereignisse abgeschlossen. Doch wenn man die Ereignisse aufmerksam und nacheinander verfolgt, tauchen Fragen auf. Der Tod wurde früher registriert als erwartet. Standardmäßige römische Verfahren wurden nicht eingehalten. Der Leichnam wurde unter Zeitdruck schnell übergeben. Der Körper wurde mit einer ungewöhnlich großen Menge aromatischer Substanzen behandelt. Keines dieser Details beweist für sich genommen etwas. Aber zusammen erzeugen sie eine Unsicherheit in einem Moment, der später als unbestreitbar galt. Denn wenn der Tod nicht so offensichtlich war, wie die spätere Tradition behauptete, dann kann das, was danach geschah, nicht so leicht abgetan werden. Und was danach geschah, ähnelte viel weniger einem Tod als dem, was erwartet wurde. Bevor wir Schlüsse ziehen können, muss die Abfolge selbst sorgfältig rekonstruiert werden. Laut den Evangelien endete die Geschichte nicht an diesem fest verschlossenen Grab. Am Morgen des 3. Tages wurde das Grab offen vorgefunden. Der Stein war weggerollt, der Körper war verschwunden. Die erste Reaktion war nicht Freude, sondern Verwirrung.
Einige dachten, der Körper sei gestohlen worden, andere, er sei umplatziert worden. Zu diesem Zeitpunkt sprach niemand von Auferstehung. Diese Erklärung kam später. Dann folgte eine Reihe von Begegnungen, die in den 4 Evangelien beschrieben werden. Jesus wurde wiedergesehen, nicht am selben Ort, nicht von jedem und nicht immer sofort erkennbar. Aber die Geschichten stimmen darin überein, wie diese Begegnungen stattfanden. Jesus wurde nicht als Geist beschrieben, er sprach, er ging. Er war nah genug, um genau untersucht zu werden. In einer Erzählung waren die Jünger hinter verschlossenen Türen versammelt, ängstlich und unsicher. Als Jesus unter ihnen erschien, war ihre Reaktion nicht Erleichterung, sondern Angst. Sie glaubten, einen Geist zu sehen. Jesus zerstreute diese Angst sofort. Er forderte sie auf, genau hinzusehen, das vor ihnen zu prüfen. Er zeigte seine Hände und Füße und machte einen wichtigen Punkt. Ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen. Diese Erklärung war wohl überlegt, doch selbst dann blieb der Unglaube bestehen. Also bat Jesus um etwas zu essen. Man brachte ihm Essen. Er aß vor ihren Augen. Die Details werden wiederholt, um Nachdruck zu verleihen. Die Gestalt, der sie begegneten, wurde physisch dargestellt, das heißt greifbar, materiell. Später bestand ein anderer Jünger darauf, es selbst zu überprüfen. Er wollte die Wunden selbst sehen. Ihm wurde angeboten, sie zu untersuchen. Und wieder wird die Begegnung nicht als mystische Erfahrung beschrieben, sondern als Kontakt. Es gibt jedoch Grenzen für diese Berichte. Jesus kehrte nicht zum öffentlichen Lehren zurück. Er erschien nicht vor Menschenmengen. In der Geschichte des Johannes sagt Jesus, ich bin noch nicht zum Himmel aufgefahren, was darauf hindeutet, dass die Ereignisfolge noch im Gange war und nicht abgeschlossen. Seine Erscheinungen waren begrenzt, persönlich und kurz. Und dann endeten sie. Es blieb das Zeugnis derer, die sicher waren, ihn lebendig getroffen zu haben. Aber die Form dieser Begegnungen erzeugt eine Spannung in der Erzählung. Wenn es eine Auferstehung war, wurde sie nicht als Abweichung vom physischen Leben beschrieben. Wenn es eine Fortsetzung des Lebens war, wurde sie nicht als Rückkehr zum gewöhnlichen Leben beschrieben. Dieser Text wählt einen mittleren, verwirrenden Weg. Physisch genug, um berührt zu werden, präsent genug, um zu essen, jedoch fernab der Augen der Öffentlichkeit, abgelöst von der öffentlichen Sphäre. Das scheint ungelöst. An diesem Punkt bieten die Berichte keine neutrale Grundlage. Die beschriebenen Begegnungen nach dem leeren Grab verlangen nach einer Erklärung. Eine Erklärung ist die traditionelle christliche Auffassung. Demnach ist Jesus am Kreuz gestorben und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Die darauffolgenden Erscheinungen sind die Auferstehung selbst. Der Tod wurde besiegt. Das Leben kehrte zurück. Die physischen Details, dass er gesehen, berührt und sogar gegessen hat, werden als Merkmale eines verwandelten Körpers verstanden, nicht länger durch gewöhnliche Grenzen eingeschränkt. Der gleiche Text lässt jedoch eine andere Lesart zu. Wörtlich genommen beschreiben die Begegnungen einen Mann, der physisch am Leben war. Als er erschien, hielt man ihn für einen Geist. Diese Reaktion zeigt, dass die Jünger glaubten, er sei tot. Der Bericht zeigt dann, wie Jesus direkt auf diese Angst reagiert. Er bestreitet, ein Geist zu sein. Er bietet ihnen an, sich zu vergewissern. Er zeigt seine Wunden. Und als der Zweifel bestehen bleibt, bittet er um Essen und isst vor ihren Augen. Die Reihenfolge ist bewusst gewählt. Die Mahlzeit wird nicht als Feier oder Ritual dargestellt. Sie dient als Antwort auf eine spezifische Behauptung, dass das, was sie sehen, nicht physisch real ist. Gerade an der Stelle, wo der Text die himmlische Herrlichkeit hervorheben könnte, betont er stattdessen den physischen Beweis. Dies sind die Handlungen eines lebenden Körpers. An einer Stelle gibt Jesus selbst einen Rahmen zum Verständnis. Er vergleicht sein Schicksal mit dem von Jona, einem Mann, der nach dem Verschlucktwerden von einem großen Fisch als tot galt, aber betete und durch direkte göttliche Intervention lebend gerettet wurde. Ein späterer Text im Neuen Testament spiegelt dasselbe Muster wider. Er besagt, dass Jesus, als er noch in seinem irdischen Leben war, als Mensch mit Tränen und Schreien zu dem betete, der ihn vor dem Tod retten konnte, und sein Gebet wurde erhört.
In beiden Fällen wird eine Rettung vor dem Tod beschrieben und nicht eine Rückkehr nach einem bestätigten Tod. Gleichzeitig ist sein Verhalten eingeschränkt. Er kehrt nicht ins öffentliche Leben zurück. Er meidet Menschenmengen. Er erscheint kurz und verschwindet dann von der Bildfläche. Diese Lesart beschreibt keinen Sieg über den Tod, sondern ein Überleben, das mit einem Verschwinden einhergeht. Das leugnet nicht das göttliche Eingreifen, erfordert aber nicht, dass der Tod vollständig war. Beide Erklärungen stammen aus denselben Berichten. Der Unterschied liegt nicht darin, was die Texte sagen, sondern was vom Ergebnis angenommen wird. Es läuft alles auf eine Frage hinaus. Wurde der Tod jemals verifiziert? Wenn der Tod endgültig war, folgt die Erklärung der Auferstehung. Wenn der Tod angenommen, aber nie zweifelsfrei festgestellt wurde, bleibt die andere Erklärung offen. Bislang basierte unsere Untersuchung ausschließlich auf den Evangelientexten. Keine äußere Theologie, keine späteren Dogmen, nur das, was die Texte selbst aussagen und was sie nicht vollständig erklären. Aus diesen Berichten ergeben sich zwei Interpretationen. Die eine geht von einer unzweifelhaften Auferstehung nach dem Tod aus. Die andere erkennt an, dass der Tod angenommen wurde, aber nie mit absoluter Sicherheit bewiesen werden konnte. Die Evangelienberichte sprechen von einem Hinrichtungsversuch, einem Körper, der vor Sonnenuntergang entfernt wurde, und dem Ausbleiben einer öffentlichen Rückkehr. Von außen betrachtet schien der Tod endgültig, doch Anschein und Gewissheit sind nicht dasselbe. An diesem Punkt drängt sich eine unvermeidliche Frage auf: Gibt es eine alte Quelle, die diese Unsicherheit direkt anspricht? Ja, die gibt es. Der Koran erzählt die Ereignisse der Kreuzigung nicht nach. Er rekonstruiert die Szene nicht. Er befasst sich mit den Schlussfolgerungen, die aus dem Ereignis gezogen wurden. Er behauptet, dass diejenigen, die behaupteten, Jesus getötet oder gekreuzigt zu haben, sich irrten. Nicht, weil es keinen Versuch gab, sondern weil das Ergebnis des Todes angenommen und nicht bewiesen wurde. Mit anderen Worten, die Menschen glaubten, Jesus sei gestorben, weil sie einen Hinrichtungsversuch gesehen hatten, sie sahen den Körper entfernt und sie sahen keine öffentliche Rückkehr. Dieser Glaube ist verständlich. Aber der Koran sagt ihnen, dass es nur ein Anschein war und sie keine gesicherte Kenntnis hatten. Dies stellt die Annahme der Gewissheit direkt in Frage. Es ist keine Erzählung des Ereignisses. Es ist eine Bewertung des Wissens. Es leugnet den Konflikt nicht. Es leugnet nicht, dass das Ereignis öffentlich stattfand. Es leugnet, dass der Mord vollendet wurde. Die Evangelienberichte zeigen Spuren dieser anfänglichen Annahme. Die Jünger glaubten zunächst, Jesus sei tot und reagierten ängstlich, als sie ihn wiedersahen. Als Jesus seine Wunden zeigte, sie ihn berühren ließ und vor ihnen aß, wurde diese Annahme korrigiert, aber nur in einem engen Kreis. Außerhalb dieses Kreises blieb die ursprüngliche Schlussfolgerung bestehen. Der Koran erwähnt diese Situation explizit. Diejenigen, die über dieses Ereignis stritten, waren selbst im Zweifel, hatten keine sichere Kenntnis und folgten nur Vermutungen. Dies spiegelt wider, was in den Evangelientexten sichtbar ist. Die Berichte weichen in Zeit, Abfolge, Zeugen und den letzten Worten voneinander ab. Diese Abweichungen sind keine späteren Erfindungen, sie sind den frühen Berichten inhärent. In diesem Sinne korrigiert die koranische Aussage den Evangelienbericht nicht. Sie erklärt, warum der Bericht Uneinigkeiten enthält. Die frühen Aufzeichnungen präsentieren keine einzige, vollständige Geschichte. Sie bewahren die Abweichungen. Sobald diese Unsicherheit jedoch identifiziert ist, verkündet der Koran seine eigene Schlussfolgerung. Was als tot angesehen wurde, wurde nicht vollendet. Jesus wurde von Allah erhöht, nicht als Rückkehr von einem unzweifelhaften Tod, sondern als Entzug aus ihrer Reichweite, bevor der Mord geschah. Dies erklärt auch, warum es keine öffentliche Rückkehr ins Leben gab, keine klare Fortsetzung der Lehre und keinen Zeitpunkt, an dem der Glaube an den Tod öffentlich widerlegt wurde. Somit geht es in der Debatte nicht um das Ereignis selbst, sondern darum, ob der Tod jemals bestätigt wurde. An diesem Punkt hört die Forschung auf, ein Streit zwischen zwei Religionen zu sein. Es geht darum, warum Gewissheit beansprucht wird,
obwohl die frühen Dokumente noch Zweifel aufzeigen. Um dies zu beantworten, muss sich die Forschung nun dem zuwenden, was nach Jesus geschah und wie eine Interpretation dominant wurde. Bisher gab es zwei nebeneinander existierende Erklärungen. Die eine lehnte einen endgültigen Tod ab und erklärte das, was folgte, als Überleben und anschließenden Abschied. Die andere sah den Tod als notwendig an und interpretierte alles, was folgte, als Auferstehung. Die Frage ist nicht länger, welche Erklärung zuerst aufkam. Die Frage ist, welche die Geschichte bestimmt. Um dies zu beantworten, muss die Untersuchung über die Ereignisse hinausgehen und betrachten, was nach Jesu Abschied geschah. Die Person, die den Lauf der Dinge änderte, war Paulus. Paulus war zu Jesu Lebzeiten kein Jünger. Er war kein Zeuge der Kreuzigung und sah das leere Grab nicht. Er nahm nicht an den in den Evangelien berichteten Begegnungen nach dem Tod teil. Seine Autorität kam später, nicht durch direkte Beobachtung, sondern durch eine sogenannte Offenbarung. Seine Briefe sind die ältesten erhaltenen christlichen Schriften. Die Botschaft des Paulus führte zu einer entscheidenden Veränderung. Damit seine Theologie funktionieren konnte, musste der Tod endgültig sein. Nicht angenommen, nicht mehrdeutig, sondern endgültig. Wenn der Tod mehrdeutig bleibt, kann das theologische Gerüst nicht bestehen. Nur ein endgültiger Tod erlaubte es dem Kreuz, zentral zu sein. Nur ein endgültiger Tod erlaubte es der Auferstehung, der Kern des Heils zu sein. Diese Notwendigkeit veränderte das Verständnis der früheren Ereignisse. Die Mehrdeutigkeit konnte nicht im Zentrum der Heilsbotschaft bleiben. Was einst interpretationsfähig war, wurde festgeschrieben. In diesem Rahmen konnten alternative Interpretationen nicht länger gleichermaßen gültig bleiben. Wenn der Tod mehrdeutig ist, kann die theologische Struktur nicht richtig funktionieren. Dies erklärt, warum Details, die Fragen aufwarfen, nicht länger als ungelöst betrachtet wurden. Verfahrenslücken verloren ihre Bedeutung. Die physischen Begegnungen nach dem Tod, anstatt als historische Mehrdeutigkeiten untersucht zu werden, wurden in einem theologischen Rahmen interpretiert. Das ist keine Behauptung von Betrug. Es ist eine Verschiebung der Prioritäten. Paulus hat die Mehrdeutigkeit nicht aufrechterhalten. Er hat eine Kohärenz um die Gewissheit herum aufgebaut. Als die christliche Lehre ihre bekannte Form annahm, wurde die Frage des Todes nicht mehr diskutiert. Sie galt als endgültig. Der Koran lehnte diese Endgültigkeit später explizit ab, nicht indem er die in den Evangelien berichteten Ereignisse leugnete, sondern indem er leugnete, dass der Ausgang von Jesu Tod jemals endgültig feststand. An diesem Punkt erreicht die Studie ihre letzte Phase. Die Aufgabe ist nicht länger Partei zu ergreifen, sondern nur die Abfolge dessen, was geschrieben steht, zu rekonstruieren. Und nichts weiter. Hier nähert sich die Untersuchung ihrem Ende. Dies ist keine Glaubensbehauptung, sondern vielmehr eine Rekonstruktion der Ereignisse, basierend ausschließlich auf den Informationen in den Evangelien. Wenn man spätere theologische Interpretationen beiseite lässt und diesen Berichten Schritt für Schritt folgt, ergibt sich ein durchaus kohärentes Bild. Jesus wurde verhaftet und öffentlich verurteilt. Ein Versuch der Hinrichtung wurde unternommen. Der Tod wurde als schnell angenommen, aber nie bestätigt. Die römischen Standardverfahren wurden nicht vollständig eingehalten. Der Leichnam wurde eilig entfernt. Die Verantwortlichen für die Hinrichtung zogen ab, überzeugt, ihre Aufgabe erfolgreich erledigt zu haben, und diese Überzeugung wurde nie öffentlich in Frage gestellt. Aus ihrer Sicht waren keine weiteren Beweise notwendig. Ein Versuch der Hinrichtung wurde unternommen, der Leichnam war nicht da. Der Meister kehrte nicht zurück. Ohne öffentliche Bestätigung war der Tod nicht bewiesen. Er wurde lediglich angenommen. In der Folge wurde Jesus lebend angetroffen, aber nur von einer begrenzten Gruppe. Diese Begegnungen waren physisch, nicht visionär. Dies linderte die Angst der Zeugen, diente aber nicht als öffentliche Korrektur der ursprünglichen Annahme. Es gab keine Rückkehr zu den Massen, keine Fortsetzung der offenen Lehre, keinen öffentlichen Moment, in dem die Überzeugung, Jesus sei getötet worden, direkt widerlegt oder angefochten wurde. Infolgedessen blieben die Informationen lokalisiert.
Der Glaube verbreitete sich, die Überprüfung nicht. Von diesem Punkt an beginnt die Divergenz. Sie zeigt sich zunächst in den unterschiedlichen Details, die in den Evangelienberichten erhalten sind, den Unterschieden in Zeit, Reihenfolge, Zeugen und überlieferten Worten. Dann tritt die Theologie auf den Plan, um das auszugleichen, was die Geschichte unklar gelassen hat. Eine Interpretation akzeptiert die Annahme des Todes als Tatsache und baut darauf eine Lehre auf. Die andere akzeptiert diese ursprüngliche Annahme als den Ausgangspunkt eines Missverständnisses. Wenn alle Elemente zusammenkommen, die Annahme eines schnellen Todes, die Verfahrenslücken, die Mehrdeutigkeit nach dem Ereignis, die begrenzte Offenlegung und die Divergenz der Interpretationen, erfordert eine Rekonstruktion von uns, einen vollständigen Tod trotz ungelöster Beweise zu akzeptieren. Die andere verlangt nur, dass die ursprüngliche Schlussfolgerung als verfrüht anerkannt wird. Die zweite Rekonstruktion ist kohärenter mit der Reihenfolge der berichteten Ereignisse und fügt der Erzählung weniger Spannung hinzu. Sie zwingt uns nicht, physische Begegnungen neu zu interpretieren oder widersprüchliche Zeitrahmen in Einklang zu bringen, um einen vollständigen Tod aufrechtzuerhalten. Dies ist keine Glaubensentscheidung. Es ist ein Vergleich der Kohärenz der Erklärungen. Die koranische Erzählung widerspricht den Evangelien nicht. Sie erklärt, wie fehlerhafte Schlussfolgerungen aus unvollständigen, übereilten und nicht öffentlich korrigierten Ereignissen entstehen konnten. Die Evangelien bewahren die Erinnerung. Paulus systematisierte die Bedeutung. Der Koran weist auf die Mehrdeutigkeit hin und verwirft die daraus gezogenen Schlussfolgerungen. Über die Jahrhunderte hinweg haben Milliarden von Menschen die Schlussfolgerungen geerbt, bevor sie die Fragen geerbt haben. Man hat ihnen beigebracht zu glauben, aber selten, wann man aufhören sollte, Fragen zu stellen. Wenn Gewissheit deklariert wird, bevor sie etabliert ist, dann ist die erneute Prüfung der Beweise keine Rebellion, sondern eine intellektuelle Verantwortung. Denn die Wahrheit bricht unter Prüfung nicht zusammen, nur Annahmen brechen zusammen. Jede Generation erbt Antworten, nur wenige sind bereit, die zugrunde liegenden Fragen zu prüfen. Wenn Sie sorgfältige, evidenzbasierte Forschung schätzen, unterstützen Sie diese Arbeit und helfen Sie ihr, diejenigen zu erreichen, die bereit sind, Fragen zu stellen.